Stell dir vor, im Norden von Vietnam liegt eine Straße, die über 350 Kilometer durch tiefe Täler, wilde Natur und endlose Berge führt. Es ist eine der schönsten, aber zugleich auch der gefährlichsten Strecken des Landes, wo jeder Moment atemberaubend ist. Von natürlichen Wasserfällen über spektakuläre Panoramen bis hin zu versteckten Dörfern. Das ist der Ha Giang Loop. Wir sind Alicia und Alex und heute nehmen wir euch mit auf das größte Abenteuer unserer bisherigen Reise. Aber starten wir von vorne mit der Anreise aus Hanoi. Let's go! Im Hostel angekommen mussten wir uns dann erstmal ein bisschen um den Papierkram kümmern. Es ging um Sachen wie Selbstverantwortlichkeit, Versicherung oder auch die Polizei. Bisher haben wir uns noch nicht informiert, wo wir die nächsten Tage schlafen werden, was wir essen werden zwischendurch, wo wir überhaupt langfahren. Deswegen werden wir uns jetzt nochmal ein kleines Festmahl gönnen und dann, wenn wir früh ins Bett gehen, damit wir morgen vor den ganzen Gruppen starten. Die ersten Meter haben wir uns wirklich gefragt, was wir hier eigentlich machen. Das Gepäck hat voll in meinen Rücken gestochen, die Sitzposition war sehr unangenehm und die Straßen waren super holprig. Wir mussten uns erstmal an diese neue Situation gewöhnen, aber schaut euch mal diese Aussicht an. So ungefähr 20 Mal Abwürgen später haben wir es dann auf den Berg geschafft und haben oben schon die ersten, ja wirklich wunderschönen Aussichten genießen dürfen. Sind dann bei einem sehr netten jungen Mann angehalten, der auch noch eine tierische Begleitung hatte. Aber seht selbst. Wir sind jetzt etwa 3 Stunden unterwegs und sind am absoluten Tiefpunkt dieses Tages angelangt. Die Straßen waren so schlecht zwischendurch, richtig steinig. Die Sitzposition ist weiterhin unbequem und wir fragen uns die ganze Zeit nur noch, was wir hier überhaupt tun, ehrlich. Aber in diesem Moment wurden wir von so einer richtig kleinen, süßen Gruppe überrascht, was uns dann wieder gezeigt hat, warum wir das Ganze dann überhaupt auf uns nehmen. Winke, winke.
Nach unserem Tiefpunkt ging es im wahrsten Sinne des Wortes wieder bergauf für uns. Und oben auf dem Berg angekommen, haben wir erstmal die Aussicht genossen. Als wir da gerade so saßen, ist uns aufgefallen, dass es auch schon fast 14 Uhr war und wir uns vielleicht mal um eine Unterkunft für heute Nacht kümmern sollten. Glücklicherweise haben wir direkt etwas gefunden, was uns gefiel und haben uns dann auf den Weg nach Dujia gemacht. Heute schlafen wir inmitten von Reisfeldern. Hier und da ein Wasserbüffel oder ein Arbeiter, der noch auf dem Feld zu sehen ist. Und im Hintergrund diese riesige Bergkette. Wir sind wirklich richtig zufrieden. Aber bevor wir uns das hier zu gemütlich machen, wurde uns empfohlen, uns jetzt zu beeilen, denn wir haben noch was vor und da soll es später richtig voll werden. Man hört ihn schon von Weitem, den Wasserfall in Dujia. Im Vergleich zu Laos ist er natürlich ein bisschen kleiner, aber nach so einem anstrengenden Tag haben wir uns über die kühle Abwechslung echt gefreut. Mit der Zeit wurde es hier aber richtig voll, so wie es schon prophezeit wurde, weshalb wir uns nun auf den Weg zurück machen. Das absolute Highlight war für mich auf jeden Fall die Natur drumherum. Es sah wirklich aus wie in einem Ghibli-Film. Echt beeindruckend. Der nächste Tag bricht an und wir fragen uns nach dem gestrigen Tag, wie es eigentlich noch irgendwie schöner werden könnte. Aber da wussten wir noch nicht, was die nächsten Tage auf uns zukommt. Deswegen packen wir jetzt mal langsam unsere Sachen zusammen, gehen noch was frühstücken und dann geht's wieder aufs Motorrad.
Heute hat das Ganze schon etwas besser funktioniert. Wir sind wirklich gut vorangekommen, weshalb wir auch einfach durchgezogen sind. Zu diesem Zeitpunkt konnte uns dann nur noch eins stoppen, und zwar unser Hunger, wo wir dann aber auch recht schnell fündig geworden sind. Auch das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Wir sind wieder an einer Bergkuppe angekommen, von wo wir eine atemberaubende Aussicht hatten. Wirklich, es ist so schön gewesen. Man kann es kaum in Worte fassen. Wir hoffen, dass all diese Eindrücke auch bei euch ein bisschen zu Hause ankommen. Falls ja, lasst gern ein Like da oder schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Um die Mittagszeit sind wir dann in Meowac angekommen. Diese Stadt wird oftmals empfohlen, hier eine Nacht zu bleiben, aber wir haben irgendwie gemerkt, das ist nicht so unsers und wir hatten auch noch ein paar Stunden Zeit, um noch ein bisschen Strecke zu machen. Wir haben dann nach einer Unterkunft gesucht und sind fündig geworden. Das einzige Problem war, dass wir da noch einige Kilometer hinter uns legen mussten. Und auf dem Weg dahin lagen auch noch 2 richtige Highlights. Das erste Highlight war der Viewpoint am Tucson Canyon. Und das zweite Highlight ist der Ma Pileng Skywalk, wo ich deutlich aus meiner Komfortzone herausgestiegen bin.
Um 17 Uhr sind wir dann in der Unterkunft angekommen, die wirklich auch wieder wunderschön war. Wir waren zwar nicht in den Reisfeldern, dafür im 3. Stock mit Blick auf die Berge und da war sogar ein kleiner Wald vor uns. Es war wieder ein schöner Ausblick. Wir mussten aber noch ein bisschen Zeit rumbringen bis zum Abendessen um 19 Uhr, sodass wir uns mit einem Bierchen auf die Terrasse gesetzt haben und da noch jemand süßen Kleinen zum Spielen gefunden haben. Es ist Tag 3 auf dem Ha Giang Loop und wir müssen ehrlich sagen, wir sind überrascht, wie gut hier alles funktioniert. Unsere spontanen Buchungen von den Unterkünften, wir kommen mit dem Essen sehr gut klar und auch die Straßen werden mittlerweile immer besser. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, begegnen wir heute der schönsten Aussicht auf der ganzen Tour. Let's go! Schon nach kurzer Fahrzeit müssen wir wieder halten und wir bekommen einen Vorgeschmack auf den heutigen Tag. Zwei Stunden später und wir sind angekommen, der Lung Ku Flag Tower. Dieser steht symbolisch für den nördlichsten Punkt von Vietnam. Von hier aus kann man sogar bis nach China gucken. Und apropos China, wir wollen in Zukunft auch noch nach China und wenn ihr das nicht verpassen wollt, so wie die ganzen anderen Videos auch, dann lasst mal gerne ein Abo da. Wir haben nun den nördlichsten Punkt erreicht, was für uns auch Halbzeit bedeutet, denn ab jetzt geht es wieder zurück in den Süden, ab nach Ha Giang. Und wir sind gespannt, was da noch so alles auf uns wartet. Kommen wir zu meinem persönlichen Highlight.
Obwohl wir Tag für Tag jede Menge Aussichtspunkte gesehen haben und wunderschöne Bergketten. Aber diese Aussicht ist mir besonders hängen geblieben. Ich kann Alicia da nur zustimmen. Dieses Tal war wirklich magisch. Für Alicia war es die Aussicht von oben und für mich war es die Fahrt unten auf dieser langgezogenen Gerade einmal durch das Dorf hindurch. Es war wirklich schön, hier zu fahren. Aber wo schlafen wir eigentlich? Während es die letzten Tage noch etwas aufregender war, die Unterkunft zu suchen, haben wir es heute einfach zwischendurch erledigt und sind nun auf dem Weg durch diese wunderschönen Straßen zu unserer letzten Unterkunft, die uns nochmal echt überraschen sollte. Wie jeden Tag sind wir natürlich völlig erschöpft, wenn wir im Hotel angekommen sind. Wir haben noch Max und Caro kennengelernt, 2 andere deutsche Reisende auf diesem Ha Giang Loop, mit denen es echt schön war, den Abend zu verbringen. Es war ein gelungener letzter Abend auf dem Ha Giang Loop, so dass wir wieder todmüde ins Bett gefallen sind. Der letzte Tag bricht an und wie jeden Morgen bisher bin ich zum Sonnenaufgang aufgestanden und habe einmal aus dem Fenster geschaut und auch heute wieder wurde ich mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt. Aber auch wenn wir uns hier extrem wohl gefühlt haben, hieß es nun mal wieder Sachen packen und Tschüss sagen zum Homestay-Besitzer, der uns noch eine liebe Nachricht hat vorlesen lassen. Thank you. Thank you for visiting my family. Have a nice holiday in Vietnam. Goodbye. See you again. Thank you very much. Thank you. Very nice. Hast du es gepackt? Alles ist ready. Another night and I'm just walking, city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. Think about me the way I think about you. Could you tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, these four walls get so depressing. Ein letztes Mal hieß es nun Halt machen.
Wir tranken noch einen Kaffee bei einer wunderschönen Aussicht, genossen nochmal richtig das Panorama, waren aber auch auf der anderen Seite echt froh, dass nun die letzte Etappe anfing. And it feels so right. So just tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours. So don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah. Ja, und wir klingen wahrscheinlich mittlerweile wie eine kaputte Schallplatte. Wir wiederholen uns, aber es ist wirklich unbeschreiblich und atemberaubend und wunderschön, hier durchzufahren. Guckt euch diese Straßen noch einmal an, denn wir genießen den letzten Abschnitt Richtung Hadjang. I think I might just lose my mind 'cause of you. Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, Die Freude steht uns ins Gesicht geschrieben. Nach 350 Kilometern sind wir endlich wieder in Hadjang angekommen und das tatsächlich ohne größeren Zwischenfall. Wir sind dankbar für die vielen schönen Momente, die wir erleben durften, aber auch froh, nun endlich wieder vom Bike abzusteigen, denn die letzten 4 Tage waren wirklich anstrengend. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr uns noch weiter supporten möchtet, lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und schreibt mal in die Kommentare, wo es wohl als nächstes für uns hingeht. Wir sind Alicia und Alex und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.